Ein Hallo und willkommen zu Wollinios Showbox. Wir schauen uns heute mal die Demo von UnMetal an. UnMetal ist ein Stealth-Action-Spiel in Pixelart und es hat nur ganz leichte Anlehnung an Metal Gear Solid, will ich mal vorab sagen. Das Spiel hat einen gewissen Humor. Wir spielen einen Spezialagenten, der aus einer Militärbasis entkommen muss. Und ja, wir können hier das erste Kapitel spielen. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut und es ist ein echt witziges Spiel. Und ja, würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Und wenn du Wollinios Showbox abonnieren würdest, dann verpasst du überhaupt nichts mehr. Danke für den Support. Auf geht's. Once upon a time, a Soviet war helicopter entered Allied territory. The aircraft was intercepted and shot down. As the pilot emerged from the wreckage, he was arrested by the same bastards who shot him down, then later was brought to a military base for interrogation. That pilot was me. Name? My name is Fox. Jesse Fox. You don't seem to be Russian. Russian? Me? You were piloting a Russian aircraft 2 hours ago. I also drive a Toyota, and I'm not Japanese. All right, Mr. Fox. Before arresting you, I'm obligated to write down a report with your version of the facts. So tell us what the hell you were doing in that heavily armed Soviet helicopter. It's a long story. Sergeant, bring us some coffee. Yes, sir. Wachowski, bring the lieutenant some coffee. Yes, sir. Well, Mr. Fox, we have plenty of time. Explain what happened. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. I promptly escaped from a maximum security stockade to the underground, trying to survive from these soldiers of fortune. So, wir spielen hier den Spezialagenten. Let's start from the beginning. How did you escape from that cell? Piece of cake. I just had to write a note. A note? Where'd you get the paper from? I used toilet paper. I see. And how did you find a pen? A pen? I was in a dirty, grimy cell, not in an office. I wrote the note with a rusty wire, using my own blood as ink. So, auf Pik über den Schlag ausführen. Da kann man das Toilettenpapier bekommen. Und da ist der Draht. Und dann kann man das miteinander kombinieren. I scratched my arm with the wire and got to work. It wasn't easy. The toilet paper tore under the pressure of the bloody wire. Those bastards gave us cheap paper. One ply, unscented, and unpatterned. Why did you break the toilet? Why not grab the paper like a normal person? You know how prison is. It's kill or be killed. And I wasn't going to be killed by some dirty toilet. Also ich mag den Hey, you moron. Humor von dem Jesus. Spiel wirklich. You schmuck. Do you really think I'd be stupid enough to kill myself? Kill myself? So, dann können wir A halten und dann können wir die Leute durchsuchen. Da der Schlüssel bei sich, wunderbar. So, das Problem ist halt immer, dass man die Sachen ausrüsten muss, bevor man sie benutzen kann. Das ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. I left the guard locked in the cell. Then I threw away the key and got out of there. Mr. Fox, what about the noose? Where did you get that from? Where did I get the noose? Are you seriously asking me that? I am, Mr. Fox. I'll tell you later. Drücke Back und dann dreimal. Okay. Das ist okay. Wir lassen die Steuerung so, wie es ist. When leaving the cell, I found myself in a prison yard surrounded by some buildings.
There were piles of boxes and other stuff here and there. And the ground was plain dirt. Oh, and it was night. So, jetzt müssen wir hier einen Fluchtweg suchen. Da gibt es dann immer so besondere Abzeichen, Herausforderungen, freigeschaltet, die große Flucht. Das sind die Missionen. Da findet man immer That so box Sachen. contained some filthy cloth scraps. I made some handy bandages to prepare for when I would get wounded. Bad news. Dirty cloth rags don't heal you. They just stop the bleeding, and I ain't got time to bleed. Good news. I could reuse these rags as much as I wanted. Good dirty cloth is hard to come by. So, jetzt haben wir die Bandagen gefunden. Da gibt's glaube ich nichts. I thought everyone would be asleep at night, that it was safe to escape. I was dead wrong. I noticed the presence of. Und jetzt ist die Besonderheit von dem Spiel, man kann sich selbst die Geschichte machen, ob wir jetzt einen Wachen haben wollen oder 2 Wachen. Wir nehmen natürlich eine Wache, weil das One guard on the night shift. leichter ist. So, entdeck dich die Wache, bekommst du keine Erfahrungspunkte fürs Neutralisieren. So, dann müssen wir uns hier... Jetzt hat sie mich gesehen. Jetzt bekommen wir keine Erfahrungspunkte. Unsere Erfahrungspunkte sind oben rechts, das Level, das sieht man hier. Da hat ein Ring dabei. So, das ist ein bisschen schwieriger hier. Knallharter Typ. Wenn der niest, merkt der was? Oder was? Wunderbar. Und da bekommen wir jetzt unsere ersten Erfahrungspunkte. Da hat ein Handtuch dabei. Why did you keep punching those crates? What did you expect to happen? Nothing in particular. Then why this gratuitous violence? I don't know. I suppose I got lost in the moment. You know, for being imprisoned for a crime I didn't commit. Das ist so cool. Die Interaktion. I need to pee. So, ja, der muss pinkeln, den müssen wir jetzt überraschen. Beim Pinkeln. Toilette. Auf Toiletten kann man speichern. So, weiter geht's. Hey, over here. Hello? You talking to me? Affirmative. My name is Colonel Alan Harris, 5th Battalion. I'm Jesse Fox. Rank? I'm not military, Colonel. Then tell me, Fox, what the hell are you doing here? I've been jailed for a crime I didn't commit. Do you know how to get out of here? Try to escape through any sewer. There must be one nearby, 'cause it stinks when it's hot. Once outside, move along at nighttime and sleep during the day. What about you, Colonel? I've been tortured. My legs won't make it. But if you bring me a radio, I can help you escape. Hold on, Harris. Are you sure you heard him say Alan Harris? Yes, sir. Saw him yesterday. Look, Mr. Fox, Colonel Harris died a month ago in an ambush. Well, it's the name that stubborn old man gave me. I see. I'll write down on the report that you talked to Colonel Harris after his death. Continue your story. As I was saying, I searched for a radio to bring him. So, jetzt... Irgendwo kann man die Missionen sehen.
Irgendwo war das. Under some crates, I found my salvation. A sewer hole. There was no ladder and I couldn't see the bottom. I needed to find a ladder or rope if I wanted to go down. So. Hier kann man die Missionen sehen. Beschaffe ein Funkgerät und suche nach einem Seil. Stahlharte Blase. Steht schließlich am Rand des Spielbereichs tauchen rote Pfeile auf. Diese Pfeile zeigen, dass es in der Nähe Bereich Gegner gibt. Der Pfeil zeigt in die Richtung, die Wache schaut. Je größer der Pfeil ist, desto näher ist er. Unten sieht man den Pfeil. Die schauen beide in nicht in meine Richtung. Dann kann man den überraschen. I took a coin off the guard. Money? What'd you intend to spend it on? I suspect there's no shops open for an escapee on a midnight run. Who said anything about spending? I used it to distract soldiers. I quickly found out that guards love picking up free coins off the ground. So, da haben wir jetzt eine Münze bekommen. Die müssen wir auch gleich mal ausrüsten. Die können wir, glaube ich, auch werfen hier. Oh, verflucht und zugenäht. I picked up the guard's radio. Without encryption, I knew other guards could listen in on my conversations with Harris. I see. You still haven't told me how you got that noose. I'll tell you later. As I was saying, I needed to find a special encryption circuit to install in the radio. So. Ah, hier können wir die Münze werfen, alles klar. So, dann können wir eine Rolle machen. Geheimnisse. I had the circuit. I just had to attach it to the radio. So, sonst gibt es hier nicht noch Geheimnisse. Da müssen wir uns durchrollen und dann können wir das Funkgerät mit der Platine kombinieren. So, wunderbar. With the modified radio, I could speak to Harris with no one listening. Now, I just had to bring it to him. And the noose? Later. Here you are, Colonel. A radio. I've modified it to encrypt the signal. Oh, good job, son. Do you have another one for you? Not yet. I'll call you through Channel 1 as soon as I find another. Good luck, son. And Godspeed. So, jetzt müssen wir noch ein zweites Funkgerät für uns beschaffen. So, wir können die Wachen tragen, indem wir doppelt klicken. Guck mal mit. Wunderbar. Da hat eine weitere Münze bei sich. Der ein Handtuch. Sergeant. Uraniumkugel. Der glitzert noch weiter. Das heißt, da kann man noch was untersuchen. Ah, okay. Ein weiteres Funkgerät. With the radio encrypted, I could talk to Harris. I wouldn't have been able to escape without his help. I hate to admit it,
But the grumpy old man gave some good advice. So, auf L können wir das Radio benutzen. Colonel, do you copy? Copy. Sewer found. I'm looking for a rope or something to go down. There must be some around. Search thoroughly. Jesse here. Over. So. I heard something. Ganz easy. You stole a one-eyed man's patch? A one-eyed man that would shoot me without hesitation. Because it was his job. What you did was macabre and suggest you might have a fetish. Holy Jesus. Well, that patch turned out to be handy to create a lethal weapon. So, da besitzt noch was. Ein Auge. Ein Glasauge, wie geil. You removed his glass eye too? Yes, I took it out of his eye socket to chill out. To chill out? Pulling out glass eyes relaxes you? I'm not a sadist. I didn't enjoy pulling it out, but it helped when I rolled it around in my mouth like candy. Wow. I was under a lot of pressure. Too much stress and I'd end up making a mistake. So, da haben wir wieder ein WC. Einfach mal alles zertrümmern. Hey, buddy. I have no paper. Can you bring me some? So, jetzt können wir ihm das Toilettenpapier geben, was wir noch haben. Here you are. Thanks, man. You saved my ass, literally. What the fuck? What sort of paper is this? It's only one ply, unscented, and unpatterned. It's the kind the prisoners use. Fuck, that's why their hands stink so much. By the way, who are you? I don't recognize your voice. I'm Lieutenant Marcus Stevenson. Lieutenant, you say? Sir, I apologize for my manners. I did not know your rank, sir. Relax and clean up your rear guard well. Sir, yes, sir. Your rear guard. So, gibt's da noch irgendwas? Nope. Die Wache schaut nach mir. Wunderbar. Ja, ein Feuerzeug. I ran into a guard as I went in. Jetzt können wir machen, ob sie schläft oder ob sie uns sieht. Luckily, the guy was sleeping. That bastard was going to have a rude awakening. Jetzt haben wir einen Stock bekommen. Ein leerer Pott. Überraschend stabil. Die Form hat eine Y. Schnellspeicherpunkt ist das. Das ist ja witzig. Oh, die Münze wollte ich nicht werfen. Seht ihr die Münze? Hey, a coin. Oh. I was injured and losing blood. I had to heal that wound before I bled to death. So, jetzt müssen wir uns verbinden. Das war natürlich eben nicht optimal. Armbanduhr. Psst. Do you want a cigarette? Nein, ich glaube, ich keine Zigaretten.
With those first aid kits, I could disinfect and heal my wounds. Good news, those kits stopped any bleeding and also healed my wounds over time. Bad news, once you used them, they were gone. Dann wollen wir das gleich mal benutzen. Heilt über Zeit dann. Der hört Musik. Hey, a coin! Verblut hat uns gesehen. Walkman. So. Wir müssen schauen, was er solch treibt. Verfluchte Zunge, ey. Wieso hat er in diese Richtung geschlagen? Ah. So, im Zentrum. Hier geht's noch einen Weg lang. Hey, bro, help me. Get me out of this hole. If you're in a cell, it's because you committed a crime. And I don't free criminals. But you're a prisoner too. I've been imprisoned for a crime I didn't commit. Fuck you. Hey, friend, I'm also innocent. That's what they all say. Please, they keep the key in that box. So, da ist er. Zellenschlüssel. Die Urinale. Leerer Pott haben wir jetzt wieder. Hold on, I'm opening it. Thanks, dude. Oh! Oh, what a pity. The key broke. You bastard! Hasta la vista. Ast rein. So. Gehen wir mal da runter. Der schläft. Hey, Mike, can you tell them again? Of course. The Sarge says to the soldier, someone sent you a blank letter. The soldier says, it's from my wife, Sergeant. How do you know that, soldier? Did you hear that? Could it be an escaping prisoner? Being so noisy? Nah, maybe it's Mike playing a joke on us. Just pay no attention. The Sarge says to the soldier, I reached a special place where I found something. What, Mr. Fox? It was... What was it? Damn, I can't remember. Okay, das ist ein Fragezeichenraum. Wie können wir die zwei ablenken hier? Mit einer Münze vielleicht. hey, a coin. You're not going to pick it up, right? Yeah, why not? Come on, Mike, it's the oldest trick ever. As soon as you crouch down, smack! Smack what? The owner will show up and enlarge your sphincter. The Sarge says to the soldier, did you hear that? Could it be an escaping prisoner? Escaping prisoner! Oh, verflucht. Oh, das war's. Das sind wir Game Over.
Klar. Abgelenkte Wachen. The soldier says to his captain, "Sir, I need to request leave for this weekend." "Why do you need it, Private?" "Escaping prisoner." Der hat mich nicht gesehen. Krass. Sonnenbrille. Können wir die aufsetzen? Okay, jetzt haben wir die Sonnenbrille auf. Wie geil ist das denn? Und erste Hilfe-Kit, das kann ich gerufen. Da war ein Seil. Oh, yeah, now I remember. It was that damn grenade guy. I wanted to punch the hell out of him, but I couldn't reach him. Why couldn't you reach him? There was a ditch. A simple ditch stopped you? This was no mere simple ditch. It was full of tentacles. And blood-stained spears that moved up and down. And bony arms that tried to grab me. And deadly lays. Okay, Mr. Fox. I get it. You couldn't reach him. For your own good, I'll not include the spears, arms, and tentacles in my report. Now, Mr. Fox, please continue your story. All right. The fight began as he tossed the first grenade at me. Oha. Das ist der Bossfight. And tell me, Mr. Fox, if you could not reach him, how did you manage to beat him? I created a weapon with the stuff I had on me. Das war knapp. So, was können wir basteln? Dann schauen wir mal. Augenklappe. The lethal weapon you created with the patch was a slingshot? Sort of childish, don't you think? What were you going to shoot? Pebbles? Depleted uranium balls. 3 shots and goodbye guard. RT zum Schießen. Aha, okay. Running away. I'll be stupid, but not a coward. Das hatte ich gar nicht vor. Das ist schwerer, als es aussieht. Wunderbar. Boss defeated. I searched the grenade guy. Wait, wasn't there a ditch? I used the bridge. What bridge? But you told me you couldn't cross the ditch. Because I didn't see it at first. I was completely focused on my opponent, the grenade guy. I see. So, jetzt sind wir Level 1. Wir haben ein Level Up. Was bekommen wir da? Stahlfäuste oder Sprinten? Doppelschlag gegen Gegner und Kisten oder schnelles Lauftempo. Wenn kein Gegner in der Raum. Wenn kein Gegner im Raum ist 35%. Wir machen einfach mal die Stahlfäuste. Da ist der Haken. Kinderspiel. Können wir dich da runterschmeißen? Nee, können wir nicht. So, jetzt können wir den Haken basteln.
um hier runter in die Kanalisation zu gehen. Können wir mit dir nochmal sprechen können? Nope. Bastel mal kurz. Was will man das benutzen? Spiel die Kassette des Aufschrift. UnMetal Original Soundtrack. Die Zigarette habe ich übrigens nicht gefunden für den Typ. So. Das verbinden wir mal. I couldn't see the bottom of that hole, but I anchored the rope and I went down. Wunderbar. Und das war das erste Level. Wir haben 9 von 19 XP erhalten, das ist richtig leicht und wir haben 0 Geheimnisse erforscht. Und das ist das Ende der Demo. Mehr Schleichen und mehr Feinde, mehr Rüberlaut und noch mehr Explosionen. Und noch sehr viel mehr Humor. Die Vollversion, die hat sich wahrscheinlich noch ein bisschen verzögert. Das Spiel kommt nämlich im Laufe dieses Jahres raus. And the news? I'll tell you in the full game. Okay, wunderbar. Und das war die Demo von UnMetal. Ich hoffe, du hattest Spaß. Also ich fand das Spiel extrem witzig. Würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Schreib es mal gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Let's Plays oder angespielt wieder. Bis dahin, ciao und habt eine gute Zeit.